Der Power GP2 ist der 50/50 Reifen aus dem Hause Michelin. Wie sich der neue Reifen in der Saison 2024 schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den neuen Michelin Power GP2 für euch auf der Kawasaki Ninja ZX10R genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, wie sich der Reifen im sportlichen Straßeneinsatz schlägt. Prinzipiell ist das Einsatzgebiet des neuen Michelin Power GP2 für 50% Straße und 50% Rennstrecke ausgelegt, ohne dabei die Sportlichkeit bzw. die Allround-Fähigkeit im sportlichen Einsatz auf der Straße zu vernachlässigen. Der Power GP2 bietet somit eine solide Laufleistung, guten Nassgrip und ein exzellentes Wärmeverhalten in Kombination mit der Einsatzfähigkeit auf der Rennstrecke für Trackdays, bei Anreise auf Achse oder Touristenfahrten auf der nahegelegenen Hausstrecke. Neben der wirklich neuen und gelungenen Optik des Power GP2 hat sich Michelin vor allem auf das Vorderrad konzentriert und hier einige Upgrades durchgeführt, die nun die Stabilität und das Handling des Reifens noch deutlich verbessern sollen. Im Prinzip konnten wir auch hier die besten oder die meisten Verbesserungen spüren, was den Reifen wirklich auf ein neues Level hebt. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Grip des neuen Michelin Power GP2. Und zwar ist es so, dass der Reifen prinzipiell eine kurze Aufwärmzeit benötigt, sprich wenn er ganz kalt ist, fährt er sich etwas störrisch. Das legt sich dann aber wirklich nach 5 bis 10 Kilometern, was ja auch der Einfahrzeit des Motors ungefähr entspricht, bis die Öltemperatur im richtigen Fenster liegt, und somit ist es hier keine große Sache, den Power GP2 kurz auf Temperatur zu bringen. Wenn er dann auf Temperatur ist, gibt er aber sein volles Potenzial frei und überzeugt dann nicht nur mit einem messerscharfen Handling, sondern auch mit exzellenten Grip-Konditionen. Dabei funktioniert der Power GP2 auch an kühleren Tagen schon wirklich ausgezeichnet. 15, 16, 17 Grad Außentemperatur sind überhaupt gar kein Problem. Da performt der GP2 schon, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Er hat eine Black Carbon Mischung an den Flanken des Vorder- und Hinterrades, was nochmal zusätzlichen Grip in tiefer Schräglage bietet, und das spürt man auch, weil der Reifen wirklich ein hohes Maß an Grip bietet in jeder Lebenslage. Da die alte Kawasaki Ninja ZX10R ja überhaupt keine Fahrassistenzsysteme wie Traktionskontrolle oder ABS zu bieten hat, haben wir gedacht, okay, vielleicht müssen wir es hier ein bisschen vorsichtiger angehen. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Auch wenn es kalt ist, haben wir es nicht geschafft, den GP2 mit Menschenverstand, also sprich, wenn man mit Verstand fährt, zum Rutschen oder ans Limit zu bringen. Der Reifen performt wirklich in jeder Lebenslage perfekt. Er bietet Grip am Vorderrad ohne Ende, Grip am Hinterrad ohne Ende. Hier gibt es einfach nichts zu bemängeln. Wir können einfach sagen, der GP2 ist ein perfekter Sportstraßenreifen, auch für Leute, die es sehr, sehr sportlich angehen möchten und sich dabei auf ein hohes Gripniveau verlassen wollen. Auf nassem Asphalt versagt der Power GP2 ebenfalls nicht. Hier sorgt die Silika-Mischung auf den Laufflächen dafür, dass man wirklich sicher und zügig weiterfahren kann.
Natürlich bieten dann die Rußmischungen, auch Black Carbon genannt, an den Flanken nicht mehr den Nassgrip, wie man ihn auf der Lauffläche hat. Bei Nässe sollte man aber auch, um ehrlich zu sein, mit Menschenverstand diese Schräglagen nicht unbedingt fahren, beziehungsweise wüssten wir nicht, wo da der Spaßfaktor liegen soll, bei Nässe dermaßen anzugasen und ans Limit zu gehen. Bedeutet, dass man den GP2 auch auf leicht feuchten Straßen an kühleren Tagen wunderbar sportlich im Rahmen der Straßenverkehrsordnung bewegen kann. Und auch hier hatten wir wirklich nie ein ungutes Gefühl. Er hat im Nassen ebenfalls viel Vertrauen geliefert und überzeugt da auch mit einem guten Feedback. Auch die Bremseigenschaften des Power GP2 können wirklich überzeugen. Er verhält sich sehr, sehr performant am Vorderrad, bietet viel Verzögerungsgrip, auch schlechter Asphalt oder kühle Temperaturen machen dem Reifen hier absolut nichts aus. Das Hineinbremsen in den Kurvenradius macht sogar richtig Spaß, er verhält sich hier richtig neutral. Beim Loslassen der Bremse kippt er nicht in den Radius hinein, was auch hier wieder für ein extrem sportliches Fahrgefühl sorgt. Der Fahrkomfort ist ebenfalls ein Punkt, der für einen Reifen dieses Sportkalibers überzeugen konnte. Der Michelin bietet viel Eigendämpfung, fährt sich wunderbar schön auf der Straße, auch schlechter Asphalt oder geflickter Asphalt mit Bitumen können dem Reifen absolut nichts anhaben. Er zeigt sich wirklich als guter Allrounder, der Komfort und Sportlichkeit gekonnt miteinander vereint und eine gute Eigendämpfung bietet, dabei aber auch knackige Sportlichkeit mitbringt. Im Hinblick auf den Verschleiß kann man sagen, dass das Verschleißbild des Power GP2 einfach perfekt ist. Er verhält sich hier wunderbar schön, die Abnutzung ist sehr gleichmäßig, er raut sich wunderbar auf, ohne dass Teile abbröckeln oder an den Profilkanten irgendwelche Stücke ausbrechen. Hier kann man wirklich sagen, ein perfektes Reifenbild für den Straßeneinsatz, was im Endeffekt dann auch für eine gute Haltbarkeit spricht. Die Laufleistung können wir hier jetzt im Video nicht betiteln. Das aktuelle Ergebnis zur Laufleistung findet ihr aber auf www.bikereifen24.de in unserer stets aktualisierten Hitliste, wo wir quasi alle Laufleistungen unserer getesteten Reifen festhalten. Das Neuprofil des GP2 ist übrigens sehr üppig bemessen mit 6 bis fast 7 mm, ist also wirklich viel Fleisch da, das abgefahren werden kann, was dann wahrscheinlich auch auf leistungsschwächeren Maschinen wie 600er Supersportlern oder Naked Bikes für eine wirklich angemessene und solide Laufleistung sorgen wird. Die Fahr- und Kurvenstabilität des Michelin Power GP2 ist auf jeden Fall ebenfalls sehr vorbildlich. Im Geradeauslauf und bei hohen Geschwindigkeiten fährt der Reifen wunderbar stabil. Er vereint dabei aber auch gekonnt Agilität mit Stabilität, vor allem in langgezogenen, schnellen Kurven liegt der Reifen satt und vertrauenserweckend in der Schräglage. Korrekturen sind aber jederzeit und ohne viel Unruhe bzw. ohne viel Körpereinsatz möglich, was eben auch wieder für die sportlichen Attribute des Power GP2 spricht. Und für uns gehört der neue Michelin Power GP2 im Jahr 2024 zu den besten Hypersportreifen auf dem Markt im Hinblick auf Handling und Fahreigenschaften. Die Agilität ist ebenfalls ein Punkt, der uns beim Michelin Power GP2 sehr überzeugen konnte. So lässt sich der Reifen wunderbar und extrem agil übers Vorderrad fahren. Hier konnten wir wirklich die größten Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger feststellen. Der Reifen lenkt sehr willig und präzise ein, schnelle Wechselkurven
sind ohne viel Kraftaufwand realisierbar und auch ganz enge Haarnadelkurven oder Kurvenkombinationen machen mit dem Power GP2 sehr viel Spaß, ohne dabei den Fahrer zu fordern bzw. viel Körpereinsatz zu fordern. Prinzipiell kommt dieses Fahrverhalten vor allem Maschinen zugute, die eher auf der stabileren Seite angesiedelt sind, da man dann hier wirklich viel Spritzigkeit in das Fahrverhalten hineinbekommt und sich wunderbar agil durch Kurven schlängeln kann. Der Michelin Power GP2 verfügt übrigens über kein Aufstellmoment, er verhält sich absolut neutral in Schräglage beim Bremsen und auch das Hineinbremsen in die Kurve ist ebenfalls vollkommen neutral, sprich er kippt nicht ab und stellt sich nicht auf, was eben ein wunderbares, agiles und neutrales Handling über das Vorderrad ermöglicht und somit auch bei Passfahrten oder in schnellen Kurvenpassagen mit Wechselkurven viel Fahrspaß liefert. So kommen wir einmal zum finalen Fazit zum Michelin Power GP2. Und zwar ist der Reifen für uns eine der größten Überraschungen für die Saison 2024. Bisher sind wir wirklich nur sehr wenige Reifen gefahren, die uns ab dem ersten Meter so gut gefallen haben und auch überzeugen konnten. Der Reifen fühlt sich einfach extrem gut an, vermittelt viel Vertrauen und bietet eine sehr gekonnte Mischung aus Agilität und Stabilität in Kombination mit einem hohen Maß an Grip. Außerdem versagt der Reifen dann nicht bei der Laufleistung, nicht beim Nassgrip, auch nicht bei kühleren Temperaturen. Im Prinzip hat man hier einen Hypersport-Reifen auf extrem hohem Niveau, der alles mitmacht und so gut wie keine Schwächen aufzuweisen hat oder eigentlich gar keine Schwächen in unserem Test aufgewiesen hat. Für wen empfehlen wir den Michelin Power GP2? Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich würden wir sagen, wir empfehlen ihn einfach jedem. Natürlich, der Alltagsfahrer braucht jetzt keinen Power GP2. Der reine Tourenfahrer braucht auch kein Power GP2. Der kann zum Power 6 oder zum Road 6 greifen. Keine Frage. Und wird wunderbar zufrieden sein. Aber jeder, der gerne sportlich unterwegs ist, der gerne auch viel über das Vorderrad fährt, die Agilität seiner Maschine auskosten will, dabei niemals Grip vermissen möchte, der soll doch einfach zum Power GP2 greifen. Hier bekommt man wirklich eine extrem ausgewogene Mischung, die alles mitmacht. Vor allem auch im Einsteigerbereich mal den Trackday auf Achse wegsteckt oder zu einem Fahrsicherheitstraining mitgenommen werden kann. Prinzipiell ist es dann auch vorteilhaft, da man sich ja schon auf der Straße an den Reifen gewöhnt. Er kann übrigens auch vollkommen ohne Reifenwärmer genutzt werden und unterstützt auch den abgesenkten Rennstreckenluftdruck. Somit kann man einfach sagen, der Reifen kann alles, macht alles mit und ist auf der Straße einer der besten Reifen im Hypersportbereich, den es für die Saison 2024 und wahrscheinlich noch viele weitere Jahre geben wird. Von uns erhält der Michelin Power GP2 daher das Prädikat besonders empfehlenswert. Jeder, der sagt, okay, ich möchte den Reifen jetzt haben, bei uns auf www.bikereifen24.de gibt es den Power GP2 in allen Größen im Shop. Wir hoffen, dass euch dieser Test ein wenig weiterhelfen konnte und vielleicht auch ein bisschen die Kaufentscheidung in die richtige Richtung lenkt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Motorradfahren und eine schöne Saison.